Einsamkeit trotz Zweisamkeit. Wie wir damit umgehen, weil wir ja seit 10 Jahren im Ausland leben und öfters auch oder einen Großteil dieser Zeit ziemlich isoliert. Oder Auch in Bezug darauf, dass wir zwar uns als Familie haben, ich, mein Partner, wir, unsere Kinder, ist da trotzdem dieses Gefühl der Einsamkeit. Und viele werden es ja auch kennen durch Social Media. Man ist irgendwie verbunden und trotzdem fühlt man sich alleine. Und jeder von uns, der geht damit individuell anders um oder für den ist Einsamkeit anders definiert. Ich denke, die Einsamkeit an sich ist nicht mal das grundlegendste Problem, sondern dass ich die Einsamkeit ganz anders empfinde als du. Weil Einsamkeit heißt für dich meistens so innerer Frieden, Zufriedenheit vielleicht, sogar eine gewisse Genugtuung, wohingegen ich Einsamkeit eher als Strafe, Verlust, vielleicht sogar so eine Art Trennungsgefühl inzwischen uns manchmal empfinde. Und genau das ist der Punkt, weil oftmals ist es nicht so leicht, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu fühlen und zu verstehen, wieso er dann diese Freiheit, diese Einsamkeit, wie ich dann brauche, oder eben wie es für meine Frau dann zum Beispiel schwerfällt, damit umzugehen. Also bei mir fängt das schon ziemlich schnell an, wenn ich mit Freunden länger nicht sprechen kann, mit der Familie länger nicht sprechen kann. Und wenn dann noch dazu kommt, dass zum Beispiel das Wetter wie heute sehr schlammig, also der Regen den Boden sehr schlammig macht, dass ich nicht ins naheliegende Dorf gehen kann, was eine halbe Stunde entfernt ist, und ich dort Freunde und Gleichgesinnte treffen kann, dann fühle ich mich ziemlich schnell, obwohl wir ja hier den Alltag verbringen, sehr einsam, niedergeschlagen, traurig, und ich suche da schon dann Möglichkeiten, wie über WhatsApp oder Telefonate Kontakt aufrechtzuerhalten zu Freunden, und das hilft mir schon dabei. Und auch im Allgemeinen haben wir im Laufe unserer Beziehung wir haben ja verschiedene Rollen, dadurch, dass wir ja praktisch sehr für uns auch sind. Bist du gleichzeitig mein Partner, mein bester Freund, mein Psychologe. Und ich denke, wir werden durch diese Art, dass wir uns mehr oder weniger diese Rollen dann ja auch zuschreiben, dadurch, dass wir auch zeitweise sehr isoliert sind, immer besser darin, diese Rolle zu erfüllen. In dem Sinne, dass wir den anderen Raum geben können, sich auszudrücken. Ja, bei mir ist das ja oft in eine sehr emotionale Form, dass ich dann sage, dass es mir nicht gut geht, und du sollst dann halt nicht meine beste Freundin direkt sein, aber du hast mittlerweile ziemlich gut gelernt, dann auf diese Gefühle eingehen zu können, ohne dass du dich verstellen musst. Naja, danke für das Lob. Also ich bin sehr im Lernprozess drin, weil ich bin halt ein anderer Typ Mensch und ich bin anders gestrickt. Und für mich ist die Einsamkeit oftmals ein Segen, ja, oftmals eher ein Segen als ein Fluch, würde ich jetzt mal sagen wollen. Und deswegen, nichtsdestotrotz, bin ich nun auch kein Stein, ja. Ich will jetzt auch nicht die Steine abwerten. Trotzdem habe ich auch Gefühle und auch Emotionen und auch Momente, wo ich diesen Halt und diesen Verbund natürlich brauche, ja, und auch genieße. Ich bin nicht eher der Einzelgänger, ja, der Einsiedler, der Eremit, der gerne in der Höhle sitzt und da für sich ist und dann auch gar nicht gestört sein will. Und das sind auch die Dinge, die öfters bei mir zum Tragen kommen. Und deswegen, weil meine Frau gerade diese Rollen angesprochen hat, es ist manchmal nicht so leicht, die einzelnen Rollen, weil wir sind ja auch zusätzlich noch Vater, Mutter, Kind ja auch noch, ja, von unseren Eltern. Und ja, haben ja dann mehrere Rollen. Das ist ja vielen vielleicht gar nicht bewusst. Das ist ja nicht so, dass man nur der Bäcker ist oder nur der Partner oder so. Das geht ja gar nicht. Und das ist ja auch manchmal schwierig dann, je nachdem, welche Situation wir drinstecken, dann die Rollen zu trennen. Weil wenn sie jetzt gerade den Schmerz hat, ist es manchmal auch so, dass eine Auseinandersetzung war zwischen meiner Frau und den Kindern. Und dann stehe ich zwischen den Stühlen. Dann denke ich manchmal, ja, für mein Verständnis ja, versuche ich dann meistens erst für die Kinder da zu sein. Weil ich habe das mal so für mich verinnerlicht, das schwächste Glied der Kette braucht zuerst die Unterstützung. Und dann ist meine Frau meistens nachher ein bisschen ungehalten oder traurig oder ja, fühlt sich vernachlässigt, weil ich nicht auf sie eingehe.
Und das ist das, was ich gerade meine. Diese Rollentrennung, das kann man vielleicht auf einer Arbeitsstelle machen, ja. Aber ich will es nicht verallgemeinern, ich will es bei mir bleiben. Und ich kann ganz gut damit umgehen. Was mir halt auch sehr geholfen hat, ist das wirklich nach innen schauen, weil du ja auch die Rollen angesprochen hast. Es gibt ja auch das innere Kind. Was braucht das innere Kind? Woher kommt das Gefühl, alleine zu sein, obwohl man physisch gar nicht alleine ist? Und ja, dabei sind auch verschiedene Themen hochgekommen. Zum Beispiel bin ich ein Scheidungskind und solche Themen tragen mit dazu bei, dass halt diese Gefühle oft dann durch Kleinigkeiten vielleicht auch im Außen getriggert werden. Und ja, also das, was am meisten hilft, ist eigentlich dieses wirklich mit dem Thema intensiv damit auseinandersetzen. Das hat mir geholfen. Und halt auch die Möglichkeit, über halt die Kommunikation mit dem Internet schon auch nochmal dann andere Meinungen mir von Freunden einzuholen. Denn wir hatten auch eine Zeit, wo die Zeit mit Corona war, wo wir 8 Monate sehr isoliert gelebt haben, also komplett isoliert. Und da gab es kein Internet und das war eigentlich mit die intensivste Zeit. Wobei ich sie auch nicht schlecht reden möchte, weil es dann einen sehr deutlicheren Blick auf meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und auch Ängste gegeben hat, weil ich mich ja mehr mit mir selbst auseinandersetzen musste. Und dieses Selbstauseinandersetzen, denke ich, dass das eins der größten und wichtigsten Punkte ist, was mir geholfen hat, schrittweise besser mit dem Gefühl umzugehen. Was Einsamkeit für mich auch bedeutet, ein inneren Wachstum, ja? Egal, ob man es mag oder nicht mag. Es macht auf jeden Fall was mit mir. Auch wenn weil es gibt auch Momente, da ist die Einsamkeit erdrückend. Auch für mich, weil einfach zu viele Gedanken im Kopf sind und dann wäre es auch natürlich mal toll, mit jemandem zu sprechen. Aber es gibt auch Momente, wo ich ganz wirklich allein bin, ja, räumlich, wo meine Frau und meine Kinder nicht da sind. Und dann gibt es auch die Momente, wo ich mir dann auch wünschen würde, die Einsamkeit zu umgehen. Das ist alles ein Lernprozess, finde ich. Und wenn man dafür offen ist, damit umzugehen, kann man aus beiden Situationen, also aus der Einsamkeit und aus dem Gemeinsamsein, viel entnehmen. Und wir denken, wir haben über die Jahre dadurch ein Wachstum miteinander für uns vollziehen können und auch individuell jeder für sich. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr seid nicht allein. Ja, ihr habt Partner, Familie um euch, aber ihr fühlt euch trotzdem einsam. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie geht ihr mit eurer Einsamkeit um und was hilft euch dabei? An dieser Stelle ist heute unsere Generalprobe ja mit dem Mikrofon und deshalb möchten wir euch nochmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, dass ihr uns ganz, ganz fleißig ganz viele Kokosnüsse spendiert habt und wir dadurch auf Ko-fi unser erstes Ziel erreicht haben. Dankeschön, vielen lieben Dank. Das hat uns wirklich sehr berührt.